Deutschland, 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 Deutschland. Mensch, was ist da mit steht? Sag mal, hä? Das ist eine Zusammenfassung. Ja, das sieht man ja auch. Ist ja auch kein Live-Logo zu sehen. Was ist das jetzt? Holland gegen Italien, oder was? Die sind dieses Jahr gar nicht dabei. Ja, sind ja beide bei der Verlosung ausgeschieden. Wie ist denn das morgen dann zusammen Deutschland gucken? Ich freue mich richtig auf das Spiel. Ja, schön Fanmeile, so ein bisschen richtig schön Wenn morgen das Spiel wäre, dann könnten wir das morgen gucken, aber es ist am Sonntag. Sonntag? Ja, nicht morgen, Sonntag. Da habe ich einen Plan, Klaus. Leute, es ist WM! Endlich! Geil, geil, geil! Damit das die besten Wochen eures Lebens werden, gibt es jetzt eine extra super Special Plan- und Los-Folge zum Thema WM. Und jetzt wird gefeiert. Ja, also früher habe ich ziemlich viel Fußball geguckt, aber inzwischen bin ich jetzt nicht mehr ganz so enthusiastisch. Trotzdem freue ich mich total drauf, weil man währenddessen einfach mega viel Zeit mit Freunden verbringt und gemeinsam jubelt und feiert und das ist echt schön. Ich gucke die WM am liebsten mit Freunden zusammen, vorm Fernseher zu Hause und ganz, ganz wichtig, mit richtig vielen Snacks. Ich sehe es auch so. Was kann es Schöneres geben als eine WM? Mannschaften, die bisher nie jemand auf dem Zettel hatte, kommen groß raus. Favoriten müssen früh nach Hause fahren. Verlängerungen bis tief in die Nacht hinein. Elfmeterschießen. Oder solche Spiele wie das 7-1 gegen Brasilien. Sowas vergisst man so schnell nicht. Ich schaue zwar auch ganz gerne gemütlich bei Freunden im Garten, aber dieses Jahr habe ich mir auf jeden Fall wieder vorgenommen, zum Public Viewing zu gehen. Und hier sind ein paar Tipps für alle, die es Jonas gleich tun wollen. Leider gilt auch fürs Public Viewing, wo viele Menschen sind auch viele Idioten. Passt also auf eure Wertsachen auf und schaut, dass ihr vielleicht die Kreditkarte doch lieber zu Hause lasst. Macht es Leuten, die es auf euren Kram abgesehen haben, nicht zu leicht. Mega praktisch und von mir selbst getesteter Diebstahlschutz, die Bauchtasche. Da habt ihr alles immer schön im Sichtbereich. Schaut euch auf dem Gelände nach Fluchtwegen um und wo der nächste Notausgang ist. Macht mit euren Freunden einen Treffpunkt aus, falls ihr euch verliert. Bei solchen Veranstaltungen ist das Mobilfunknetz meistens überlastet und ihr kommt nur sehr schwer durch. Ich sage es euch aus eigener Erfahrung, ich hasse nichts mehr, als mit 3 Millionen Menschen vor einer Toilette zu stehen. Ich sag mal so, manchmal war die Nummer ganz schön knapp. Und da es bei den öffentlichen Toiletten genau 2 Naturgesetze gibt, nämlich dass es immer zu wenige sind und die auch noch dreckig sind, haben wir einen Tipp, um diese Natur auszutricksen. Nein, ins Gebüsch zu pinkeln ist nicht die beste Idee, denn das kostet Strafe, macht die Blümchen kaputt und stinkt. Aber man kann gehen, wenn die anderen gerade nicht gehen, und zwar während des Spiels und nicht zur Halbzeitpause. Und wenn dann ein Tor für eure Mannschaft fällt, ist es doch das beste Omen. Ihr seid dann sozusagen die Glücksbringer-Pinkler. Oder in meinem Fall eher das Glücksbringer-Sushi? Bei dem Spiel Deutschland-Brasilien habe ich nämlich nebenbei Sushi gemacht und es ist immer wieder ein Tor gefallen. Und ich bin nur von Küche und Dings hin und her und schon wieder und was? Hä? Ja, und dann war es 7:1 und mein Sushi hat Glück gebracht. Was habt ihr währenddessen gemacht? Schreibt's mal in die Kommentare. 90 oder 120 Minuten können echt hart werden. Klar hat da euer Körper auch mal was zu beißen verdient. Doch fettig und salzig ist gar nicht so gut. Das bringt euch noch mehr ins Schwitzen, macht einen vollen Bauch und Durst. Und wie es Mutti schon gesagt hat, bei Hitze ist Flüssigkeit ganz wichtig für euch. Trinkt neben dem Bier vielleicht auch mal eine Schorle, ein alkoholfreies Bier oder diese ganz krasse Erfindung namens Wasser. Dazu ein leichter Snack, perfekt. Nach all diesen praktischen Tipps jetzt noch ein Wort von mir an alle Singles unter euch. Denn fürs erste Kennenlernen ist Public Viewing eine sehr gute Gelegenheit. Falls ihr Leute online kennenlernen wollt, dann schaut euch unbedingt unsere Folge zum Thema Online-Dating an. Über das Spiel kommt man leicht ins Gespräch und wenn man dann noch erklären kann, was Abseits bedeutet, dann läuft das Ganze wie von selbst. Abseits bedeutet nämlich, wenn wir hier Team 1 haben und da Team 2, wenn ein Spieler aus Team 1 zu einem Teamkollegen passt, der da drüben steht, dann ist es dann ein Abseits, wenn nicht noch jemand von der anderen Mannschaft zwischen dem Spieler und dem Tor steht. Vielleicht habt ihr aber auch Bock auf eine private WM-Party in eurer Wohnung, WG oder im Park. Eine Sache, die beim privaten WM-Gucken ganz schön nerven kann, ist das hier. Okay. Was ihr in eurem Bildschirm als Live-Bild seht, ist in Wirklichkeit schon ein paar Sekunden vorher passiert. Und bestimmte Übertragungstechnologien funktionieren halt besser als andere. Am schnellsten ist die Satellitenübertragung. Die Verzögerung zum tatsächlichen Geschehen beträgt ungefähr 4,5 Sekunden. Auf dem zweiten Platz steht das DVB-T2 und Kabelsignal. Die liegen in etwa 2 bis 3 Sekunden hinter dem Satellitenbild. Immer noch besser als der Livestream.
Der schnellste Internetdienst braucht immer noch 20 Sekunden länger als der Satellit. Für das Live-Erlebnis kann das ziemlich nervig sein und im schlimmsten Fall eure Gäste weglocken. Wenn ihr also über das Internet schaut und eure Nachbarn haben Satellit, dann müsst ihr entweder die Fenster zumachen oder so laut stellen, dass ihr gar nichts mehr von der Außenwelt mitbekommt. Oder ihr seid ganz sneaky und checkt mal ab, ob eure Freunde vielleicht Satellit haben und dann verfrachtet ihr die Party nach da. Ein anderes leidiges Thema kommt aber auch bei jeder WM wieder auf den Tisch. Deutschland spielt und ihr müsst arbeiten. So, und jetzt ab zur WM noch in den Urlaub, genau wie es passt, den Antrag. Wenn ihr euren Dienst nicht tauschen oder schieben könnt, gibt es noch eine andere Methode. Urlaub nehmen, dann seid ihr fein raus. Urlaubsanträge kann man nämlich auch kurzfristig stellen. Und das Bundesurlaubsgesetz schreibt nämlich vor, dass der Arbeitgeber auch solche Wünsche möglichst berücksichtigen muss. Seid ihr allerdings bei zu wichtigen Projekten eingeplant oder haben schon zu viele Kollegen Urlaub eingereicht, dann dürfen Chef und Chefin natürlich auch den Antrag ablehnen. Aus Frust wegen der Urlaubssperre jetzt blau zu machen, ist allerdings während der WM gar keine gute Idee. Leider gilt ein Deutschlandspiel nicht als höhere Gewalt und das Live-Gucken nicht als Grundrecht. Bei kurzfristigen Krankschreibungen werden eure Vorgesetzten jetzt besonders misstrauisch. Verlasst euch hier nicht darauf, dass ihr erst ab dem 4. Fehltag eine Krankschreibung vorlegen müsst. Euer Arbeitgeber darf auch schon ab dem 1. Tag einen Attest verlangen. Aber vielleicht findet ihr ja auch eine andere Lösung und schaut zum Beispiel gemeinsam im Büro. Aber nur, wenn ihr das vorher mit eurem Vorgesetzten klärt. Jubel! Jubel! Woo! Man muss ja nicht sofort eine Office-Party veranstalten. Live-Ticker oder im Radio hören reicht ja manchmal auch. Jetzt mal ehrlich, Leute, und ohne Witz, gebt eurem Vorgesetzten nicht so einen einfachen Grund, um euch abzumahnen. Solange ihr auf der Arbeit seid, müsst ihr auch eure Arbeitskraft dem Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Das heißt im Büro kein Fernseher, kein Bierchen und kein Deutschland-Trikot. Zumindest solange Chef und Chefin das nicht wollen. Sorry, Jonas. Neben dem ganzen praktischen Wo und Wie haben wir uns aber auch zu einem anderen Thema noch Gedanken gemacht. Und das spielt bei der WM hoffentlich auch eine ganz große Rolle, nämlich das Feiern. Und ganz konkret dem guten alten Autokorso. Hat doch jeder schon mal gemacht, oder? Also ich eigentlich ja mehr so bei Hochzeiten. Zählt das auch? Ich, Autokorso 2014, Weltmeister. Das musste sein. Auf jeden Fall hat fast jeder zweite 18- bis 29-Jährige schon mal an einem Autokorso teilgenommen. Aber ist das eigentlich erlaubt? Laut Straßenverkehrsordnung gilt nämlich auf deutschen Straßen die Pflicht, andere Verkehrsteilnehmer weder zu behindern oder zu belästigen, noch zu schädigen oder zu gefährden. Daran hört man eigentlich schon, so ein Autokorso kann jederzeit von der Polizei unterbunden werden. Der Autokorso ist also eine geduldete Ordnungswidrigkeit. Und wenn ihr es übertreibt, besteht jederzeit die Möglichkeit, dass ihr ein Bußgeld kassiert. Tatsächlich kann euch das Hupen im Autokorso schon 5 € kosten. Und dabei macht das Hupen im Autokorso am meisten Spaß. Wichtig ist aber, dass ihr auf folgende Dinge achtet. Erstens, kein Alkohol am Steuer, auch nicht im Autokorso. Das ist einfach dämlich, unverantwortlich und gefährlich. Macht schon vorher im Freundeskreis aus, wer im Fall der Fälle fahren muss. Zweitens, verdeckt euch nicht komplett die Sicht mit irgendwelchen Fahnen auf der Windschutzscheibe. Da winkt euch die Polizei besonders gerne raus. Drittens, lehnt euch nicht aus den Fenstern. Die Anschnallpflicht gilt beim Fahren im Schritttempo zwar nicht, aber rausfallen könnt ihr auch schon bei 5 km/h. Viertens, überladet euer Auto nicht. Die Grundregel gilt, genauso viele Insassen wie Gurte. Und fünftens, und das größte Problem im Autokorso, achtet auf den Abstand zum Vordermann. Einmal kurz nicht aufgepasst und der Auffahrunfall ist vorprogrammiert. Also, wir glauben ja ganz fest in unserem Team, dass Deutschland auch dieses Jahr wieder den Pokal holen wird, oder? Auf jeden Fall. Und wir würden uns für diese Folge über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ja, und dann holen wir Schweini und Poldi dazu und besiegen Italien im Finale. Jonas, wir sind nicht dabei. Immer noch nicht. Outtakes? Outtakes. Outtakes. Super. Outtakes. Let's it outtaken. Hallo, mein Name ist Vanessa und willkommen bei Plan und Los. Deutschland! 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 Mensch, von der wie viel steht's denn? Sag mal. Danke. Die Verzögerung zum Gute deutsche Produktion hier.